Die Reise, Thomas ist übelst gut weggekommen, hier auch. Der Björn ist gut Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. Oh, well, if it isn't Mr. Peanut again. Out you go! Hallo liebe Simracing- und Rennsportfans und ein ganz besonders herzliches Willkommen. Es ist mal wieder soweit, Sonntag 17:30 Uhr, Sunday Grand Prix Serie steht auf dem Programm. Wir haben heute die 10. von 12 Saisonstationen und beide Jungs stecken mitten im Titelkampf. Wir sind heute in Virginia zu Gast in Amerika und da schauen wir mal, was heute für die beiden Jungs so geht. Wünsche ich euch mal allen ganz viel Spaß. So, macht meinen Stream. Sieht gut Und aus. ich bin definitiv im zweiten Split. Ich, Und du auch. na siehste. Sind wir zusammen. Sind wir zusammen im Arsch gegen Shady, Cam Porter, Oh, mal Keith schön. Hörner. Was sind dieser komische Lasse Sol? Oh, der Lasse fährt auch mit. Bandini Bonawitz. Dieser eine Deutsche da, der ein. ein. Aus der Bock raus. Komm, walte deines Amtes. Was denn? Willst du aus Ruhe beim Kacken. Ruhe am Kacken? Willst du jetzt schon raus oder was? Ja, ihr braucht schädige Gedanken für mich. Sonst verkackst du wieder das Quali. Okay, dann, lieber Björn, werde ich Haut rein, viel Erfolg, bis später. Wieder voll. Pass auf, mach ein, zwei Klicks Bremsballons nach vorne. Und da wünschen auch wir alle dem Björn alles Gute. Wo bist du? Da ist er. Moment. Bremsbalance. Steht bei 44%. Ich guck mal, wo es bei mir steht. 46,5. Also ich habe Wenn ich jetzt einen Unfall baue, bist du schuld. So. Ja. 2% mehr nach vorne, ne? Ciao. Ja, Noch schnell die letzten Setup-Feinjustierungen vorgenommen und auf geht's in die Qualifikation. So, muss man ja Sprit rausnehmen. Also das. Und da startet jetzt auch der Tommy durch. Drücken wir ihm auch alle Daumen. Thumbs up this video. Also das Oberrennen, das lief echt gut für mich. Da bin ich auf Platz 10 gelandet. Ne? Da waren aber auch die ganzen Dicken mit dabei. Und das war sogar ziemlich spannend. Da habe ich auch ein Titel schon gemacht, aber ich war mit dem Björn im Kanal und dann habe ich echt so gut wie gar nichts verzählt. Björn ist inzwischen schon auf seiner ersten gezeiteten Runde unterwegs. Schauen wir mal, was er heute so bringen kann. Oh, erste Runde verkackt, ein Incident eingesammelt, schade. Jetzt zusammenreißen für die zweite. Wir befinden uns jetzt ja gerade auf der Zielgeraden der Meisterschaft und da zählt jedes Ergebnis. Bisher bin ich ja immer von 2 Streichergebnissen ausgegangen, aber bei 12 Rennen gibt es 4 Streichergebnisse. Da wird das Rechnen auch etwas kompliziert. Und sowohl Tommy als auch Björn haben noch dicke Chancen auf den Podestplatz in der Meisterschaft. Ich denke mal, nur Peter Koschniewski wird nicht einzuholen sein. So, erste Runde schadlos überstanden. Das ist ein 3000er Profi, der kurz vor der Saison hier in die Amateurklasse gerutscht ist und Zweiter Platz. in jedem Rennen, wo er antritt, im ersten Split richtig dicke Punkte holt. Helga Matt und Mike Christopher sind vor mir. Dritter Startplatz, das ist doch eine Top-Ausgangsposition für den Tommy. Leider hat der Björn auch die zweite Runde ein bisschen verkackt und startet von weit hinten.
Da muss ich der Björn heute mal ein paar Tipps vom Kurt Klapper holen, der immer von hinten startet und dann durchs Feld fliegt. Das ist schon mal eine gute Ausgangsposition. Ja, der hatte gar keine Zeit gefahren da. Ja, ich sag mal, der hat Qualifying gefahren. Alter, was macht der denn? Und da haben wir auf Pole Position Mike Christopher Jr. vor Shady Amat und Thomas Silbernagel. P4 dann Daryl Weininger. Oh ja. P5 Joe Walker. P6 Ivan Jojo. Auf 7 haben wir Andrew S. Thomas. P8 Keith Hörner. P9 Cam Porter. Auf 10 Robert Simpkins. Und unser Björn ganz hinten auf 16. Eine sehr gefährliche Startposition da hinten. Hoffen wir mal, dass er am Start in irgendwelche dummen Unfälle verwickelt wird. Good luck, everyone. Let's have a front one. Und da hat das Gritting auch schon begonnen. Shady im neuen Design, ja. Shady Amat schon im letzten Rennen im neuen Ritzler-Design. Boah, ich will gar nicht, Patrick. Ich will nicht. Ja, für einen Rückzieher ist es jetzt zu spät. Das hätte sich unser Tommy eher überlegen müssen. Was? Ich will nicht. Was? Wieso ist denn der Björn so weit hinten? Ist nur weil er 2% da die Bremsballons nach vorne gemacht hat oder was? Was hat der? Da machen sich die Jungs alle bereit, die Spannung steigt. Björn und Tom stehen in der Startaufstellung und auch alle anderen müssen jetzt hier stehen. Die Ampel müsste jede Sekunde erscheinen. Ganz vorn hier Mike, Shady und Tom. Mike Junior steht. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Green Flag, da macht sich das ganze Feld auf die Reise. Oh, da hinten ist einer stehen geblieben. Das sah aus wie Daryl Weininger. Da hat es einen größeren Crash gegeben und Keith Hörner liegt hier auf dem Dach. Oha, das geht ja gut los heute. Zum Glück sind unsere Jungs hier top aus dem Start gleich schon gekommen. Tommy konnte seine Position halten und auch Björn hinten ist schon ein ganzes Stück nach vorn gekommen. Ganz vorn Mike Junior, da hinten ist Shady Amat. Und hier Björn jetzt schon hinter Robert Simpkins. Müsste so Position 10 sein. Was ist denn hier für ein Gulasch? Der Weininger, der ist stehen geblieben. Scheiße, ach. Der kam nicht vorwärts, der ist hier gefahren. Der Weininger ist stehen geblieben und der Keith Hörner ist in volle Kanne drauf gesammelt. Ach du meine Güte. Daryl Weih. Der hat wahrscheinlich einen Gang hier reingekriegt. Damit haben wir jetzt direkt am Start schon wieder 2 Ausfälle zu beklagen und auch der Francisco kommt hier ein bisschen ins Straucheln. Genauso hier Lasse Sohl fällt hier weit nach hinten zurück, hinter Michael Bandini. Gregory Wutsch konnte schon ein paar Positionen gut machen. Fährt hier direkt hinter Kurt Klapper, der von 12 gestartet ist und auch hier auf P12 liegt. Francisco Pozza, der letzte im Feld, der unterwegs ist. Michael Bandini, P14 und direkt hinter ihm Lasse Sohl. Der Björn schon auf 11. Er hat einen Raketenstart gehabt, ne? Er ist super unterwegs. Ja. Björn mit Top-Start, befindet sich schon in den Top 10. Aber auch Tommy super aus den Startlöchern gekommen. Francisco hier direkt hinter Lasse Sohl, P16. Daniel Bonawitz muss da schon ein Stück abreißen lassen. Oh nein, was passiert denn hier? Lasse Sohl rauscht dem Michael Bandini volle Kanne hinten rein und die räumen sich beide hier ab. Irre. Das müssen wir uns gleich nochmal anschauen. Hier vorne Mike Junior und Shady Amat können sich jetzt schon ein kleines bisschen vom Tommy absetzen. Björn hier inzwischen auf P8, direkt vor ihm Robert Simpkins. Und auch Cam Porter ist da noch in Reichweite. Nach völlig verkorkster Qualifikation läuft für Björn jetzt bedeutend besser hier im Rennen. Befindet sich unaufhaltsam auf dem Weg nach vorn. Bayern heute auch ein super Start, liegt hier vor Kurt Klapper auf dem 9. Platz. Und Kurt hat jetzt hier Besuch vom Gregory Wutz, der von hinten drückt. Und wir schauen uns jetzt nochmal den kapitalen Unfall von eben an. Lasse Sohl, ich glaube, das ist auch einer von den... 800er Rating. Ey, wenn der da zurückgeflogen wäre auf die Strecke, Halleluja. Ja, das ist nicht Da gut. wird Bandini der Abräumer, oder? Der wird in jedem Rennen ab. Tommy muss jetzt nach ganz vorne abreißen lassen. Hat hier Joe Walker und Andrew im Nacken sitzen. Nach vorne so 2 Sekunden Lücke. Aber heute, denke ich mal, gilt es eher, den Podestplatz nach hinten abzusichern. Hinterm Andrew zu P6, Cam Porter, auch schon fast 2 Sekunden Lücke. Und dahinter dann hier Björn hat jetzt den Robert überholt und ist somit auf P7 vorgegangen. Da hat sich der Robert aber auch nicht groß gewehrt. Ich glaube, der kennt Björn seine Pace und versucht sich jetzt in seinen Windschatten zu hängen. Na, hier hat er noch nicht aufgegeben, versucht hier nochmal zu kontern, stellt sich aber wieder hinten an. Ich denke mal, da wird der Björn aber auch eine gewaltige Portion Groll im Bauch haben über seine verkackte Quali und versuchen so viel Boden wie möglich gut zu machen. Ihr erinnert euch, wir befinden uns hier gerade in der Endphase der Meisterschaft.
und da zählt jede Platzierung. Am Anfang der Saison hat man ja als eigentliches Ziel den Titel ausgegeben, was jedoch realistisch eigentlich nicht möglich ist, da hier ein Profifahrer mitfährt, der kurz vor der Saison hier in die Amateurwertung gerutscht ist und in jedem Rennen, in dem er mitfährt, im Topsplit so massiv viele Punkte holt, dass wir überhaupt keine Möglichkeit da haben, um den ersten Platz zu kämpfen. Deswegen geht es diese Saison um P2 und P3 in der Gesamtwertung der F2-Meisterschaft hier. Einer unserer größten Konkurrenten, Shady Ahmad, kämpft heute wieder um den Sieg. Nachdem er in Willow Springs seinen Heim-Grand Prix gewonnen hat, war der erste Saisonsieg für Shady und er hat dadurch natürlich auch einen gewaltigen Sprung in der Meisterschaft gemacht. Und dann haben wir noch den Samuel Reimann als Konkurrent, der auch in jedem Rennen im Topsplit mitfährt. Und Mike Junior hier vorne kann sich keine Sekunde ausruhen, der Shady drückt, wo es noch geht, während Michael Bandini hier mit völlig zerstörtem Fahrzeug an der Box steht. Und auch Ivan Jojo musste schon in der ersten Runde aufgeben, nachdem er da scheinbar in den Startcrash mitverwickelt war. Damit haben wir jetzt hier nach 3 Runden schon 5 Ausfälle zu verzeichnen, was wirklich sehr, sehr schade ist. Gerade Keith Hörner, der bisher immer noch recht gut in der Meisterschaft platziert war, bedeutet der Ausfall hier ein schmerzlicher Punkteverlust. Und Björn hier auf P7 versucht jetzt die Lücke nach vorne zu Cam Porter zu schließen, die immer noch ein bisschen mehr als 1,5 Sekunden beträgt, hat sich vom Robert ein Stückchen freifahren können. Und auch Tommy konnte sich jetzt gemeinsam mit dem Joe Walker ein bisschen vom Andrew lösen. Ein super Auftakt heute für unsere Jungs. Shady jetzt hier die schnellste Runde des bisherigen Rennens gefahren. Folgt hier dem Mike Christoph Jr., findet aber bisher noch keinen Weg dran vorbei. Mike hier auch eine tolle Pace. Die Jungs gehen jetzt gleich in die 5. Runde und Tommy kann jetzt so ein paar Zehntel zwischen sich und seinem Hintermann packen. Aber auch hier hinten ein spannender Dreikampf. Daniel Bonawitz, Francisco und noch ein Francisco Lopez und Francisco Pozza kämpfen hier. Davor hier Kurt Klapper, vor ihm der Byron und dahinter Gregory Woods, die Plätze 9, 10 und 11. Da hat sich nicht viel getan. Und der Abstand zur Gruppe hinterm Gregory beträgt über 7 Sekunden. Da hat sich das ganze Feld jetzt schon hier in Grüppchen aufgespalten. Und nachdem es in der ersten Runde ein paar wilde Zwischenfälle gegeben hat, ist es seitdem richtig ruhig hier im Rennen. Toi, toi, toi. Und Björn hat jetzt die Lücke zu Cam Porter zugefahren, hat hier auch noch den Robert direkt mit im Schlepptau und wird jetzt den Cam hier mächtig unter Druck setzen. Andrew S. Thomas davor ungefähr 3,5 Sekunden weg. Und wenn ich hier die Pace heute von Björn sehe, da weiß ich, dass er sich mächtig in den Arsch beißen wird, hätte heute wieder vorne um den Sieg mitkämpfen können, hat aber diesmal das Rennen schon in der Qualifikation verloren. Schade. Hinter ihm Robert Simpkins heute einen relativ vernünftigen Start mal wieder. Und hier vorne, Shady hat jetzt den Rückstand zum Mike auf nahezu 0 eingedampft und setzt ihn hier richtig kräftig unter Druck. Die beiden inzwischen 3,5 Sekunden vor dem Rest des Feldes fahren heute hier vorne ihr eigenes Rennen aus. Ich denke mal, der Einzige, der hier hätte mitgehen können, wäre Björn gewesen. Aber ihr wisst, hätte, wenn und aber, das gibt es im Motorsport nicht. Hier zählen nur Tatsachen. Aber Björn jetzt hier ganz dicht im Windschatten vom Cam. Da wird jetzt über kurz oder lang ein Angriffsversuch kommen. Zieht sich hier schön ran und jetzt geht er auch hier raus. Und an die Seite, schert aber nochmal hinter ihm ein. Ein schönes Duell hier um den 6. Platz. Hier vorne wie gehabt, Mike Christopher Jr. vor Shady Ahmad. Und weiter hinten im Feld gab es einen kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Francisco Javier Garrido Pozza. Ja. Ja. Die Stelle kennen wir, ne? Hier stand früher der Baum. Ja. Einmal ein bisschen durchs Gras gehoppelt und weiter geht. Und Björn setzt jetzt hier auf der Start- und Zielgeraden den nächsten Angriff innen. Diesmal ist er in einer besseren Position und auch vorbei. Cam stellt sich da hinten an und Robert ist da direkt auch noch hinten dran. Nach vorn zum Andrew, der Abstand beträgt mittlerweile nur noch 3 Sekunden. Björn eine höhere Pace als der Andrew. Vielleicht geht da nach vorn in Richtung Top 5 noch was. Das wäre nach der verkorksten Quali auf jeden Fall Schadensbegrenzung. Hier vorne hat sich nichts getan. Mike Junior vor Shady Ahmad und Tommy vor Joe Walker. Dazwischen ungefähr 3,5 Sekunden Lücke. Und nach hinten über 4,5 Sekunden Luft zum Andrew. Tommy kann sich hier keine Sekunde Ruhe gönnen. Joe Walker übernimmt heute die Rolle, die im letzten Rennen Adam Platzka hatte. Schade, dass der Adam heute nicht dabei ist. Der lässt aber nicht locker. Ne.
Schön konzentriert, Tommy. Wie unsere Zuschauer wissen, hat sich Adam im letzten Rennen mit dem Tommy einen richtig geilen Fight übers ganze Rennen geliefert, bei dem sich der Tommy am Ende nur knapp durchsetzen konnte. Nachdem er in der ersten Saisonhälfte ein bisschen Pech hatte, Adam jetzt wieder richtig stark unterwegs. Und bis auf die Zwischenfälle vorhin am Start ein wirklich schönes Rennen. Hier entwickeln sich tolle Zweikämpfe, die richtig fair und sauber ausgetragen werden. Wollen wir mal hoffen, dass das auch so bleibt. Boah, die zwei da vorne liefern sich auch einen ordentlichen Kampf. Ein spannendes Duell von den beiden hier vorne sind die einzigen im Feld, die eine 1,35er Zeit gefahren sind letzte Runde. Tommy ganz knapp drüber. Bin ich mal gespannt, wann hier Shady angreift. Hat jetzt einen kurzen Wackler und liegt wieder ein paar Meter zurück. Und jetzt hier gleich nächster Angriff. Shady, der macht hier richtig Druck. Die Jungs gehen jetzt gleich in die 8. von 22 Runden. Ein spannendes und absolut sehenswertes Duell hier um den Sieg heute. Beide eine tolle Pace drauf, fahren dem Feld auf und davon. Aber auch Tommy heute ein super Rennen, inzwischen 4 Sekunden hinter den beiden. Jetzt der nächste Angriff vom Shady, muss ich wieder zurück einordnen. Mike macht hier gekonnt die ganzen Wege dicht. Lässt hier dem Shady kaum Möglichkeiten zum Angreifen. Björn konnte sich inzwischen von Camp Porter lösen, hat jetzt schon über 2 Sekunden Vorsprung und macht hier mächtig Boden auf dem Andrew gut, während Tommy sich wie gehabt hier mit Andrew Walker beschäftigt. Auch ganz vorne alles beim Alten. Wir haben jetzt ein Drittel des Rennens ungefähr geschafft und Mike Christoph Jr. führt hier vor Shady Ahmad. Da hat sich seit dem Start nicht viel geändert. Ein spannender Zweikampf um den Sieg und Shady könnte mit so einem Top-Ergebnis hier auch seine Position in der Meisterschaft festigen. Sucht hier permanent nach einer Lücke, aber Mike Christopher macht das hier geschickt und stellt hier alle Möglichkeiten zu. Ein tolles Rennen von beiden bisher. Was für ein Duell vor dir, was nicht? Ja, dasselbe ist auch mit dem Joe Walker hinter mir. Danach ist eine große Lücke dran. Ja. Wir sehen es hier auch, der Tommy liegt hier schon das ganze Rennen im permanenten Fight mit dem Joe Walker, wobei der allerdings einen kleinen Sicherheitsabstand hat, im Gegensatz zu den Jungs vorne. Und Björn dampft hier den Vorsprung, denn der Andrew hat immer mehr ein. Es sind nur noch 1,3 Sekunden und wir haben noch 2/3 des Rennens zu fahren. Das könnte ein spannender Kampf werden. Hier hinten Bayern, heute ein relativ solides Rennen in den Top 10. Und vor allen Dingen ohne fremdverschuldete Zwischenfälle. Kurt Klapper folgt ihm hier auf P10. Auf P11 dann Gregory Wutz, muss jetzt ein kleines bisschen abreißen lassen. Hier hinten haben wir dann auf 12 Daniel Bonawitz, auf 13 haben wir unseren Francisco und auf 14 den nächsten Francisco, schon ein Stück Abstand. Der letzte von den Fahrern, die noch hier auf der Strecke unterwegs sind. 5 Fahrer mussten leider die Segel streichen. Alles in allem doch recht schönes Rennen. Jetzt musste Shady irgendwo einen kleinen Wackler drin gehabt haben, denn der Mike hat hier plötzlich über eine Sekunde Vorsprung und kann jetzt erst einmal kurz durchatmen. Shady hat offensichtlich einen Fehler gemacht gerade. Ja. Ein Verbremser. Der Mike heute hier im Split das erste Mal dabei, spielt in der Meisterschaft keine Rolle. Ich habe ihn hier auch heute das erste Mal in der Sunday GP Series gesehen. Ist aber ein sehr, sehr schneller Fahrer, wie wir hier sehen. Beim Tommy hier auf P3 alles wie gehabt. Déjà-vu zum letzten Rennen. Da hat er sich ja auch von Anfang bis Ende einen mega geilen Battle mit Ich würde gerne Pause machen, ein bisschen spazieren gehen. Adam geliefert und konnte sich ganz knapp durchsetzen. Dasselbe heute mit Joe Walker, der im letzten Rennen so richtig viel Pech hatte. War im letzten Rennen richtig gut dabei und ist jeweils abgeräumt worden. Hat dadurch natürlich den Anschluss in der Meisterschaft verloren. Deshalb geht es für ihn nur noch um gute Einzelergebnisse. Ganz anders beim Björn. Hat jetzt hier so langsam den Anschluss an Andrew hergestellt und denke mal, wird auch bald ein Angriff auf die Top 5 starten. Kriegt der Joe Walker dann nicht abgeschüttelt, ey. Inzwischen 3,5 Sekunden hinterm Björn haben wir hier auch ein wunderschönes Duell zwischen Robert Simpkins und Cam Porter. Von Robert läuft es heute nach langer Durchstrecke mal wieder richtig gut. Hat eine richtig verkorkste Saison hinter sich. War in Bathurst auf dem Weg zum Sieg und ist da mit unserem Björn aneinander geraten, was leider für ihn das Aus bedeutet hat. Und seitdem nur noch Pleiten, Pech und Pannen. Hoffen wir, dass es heute besser läuft und freuen uns schon auf die nächste Saison.
Bisher heute ein solides und fehlerfreies Rennen ohne äußere Einflüsse. Sehr gut. Und so langsam bewegen wir uns auf Halbzeit zu. Björn muss sich jetzt mächtig schrecken, um Andrew noch zu erreichen. Tommy und Joe wie gehabt hier vorne. Der Abstand nach vorn zu Shady und Mike beträgt weiterhin über 3 Sekunden. Ein sehr schönes Rennen heute mit sehr wenigen Zwischenfällen. Das gibt uns die Möglichkeit, auch mal über die Meisterschaft zu sprechen. Ja, auf 6. Sehr gut. Nachdem der Tommy ja zu Beginn der Meisterschaft direkt 2 Rennen auslassen musste, hatten wir eigentlich gar keine so großen Titelambitionen mehr, was ihn betrifft. Es ging da mehr um Björn, der aber gleich im ersten Rennen richtig Pech hatte und auf damals besagten Fjord des Todes in Watkins Glen sein Ende fand. Ein denkbar schlechter Beginn, nachdem er das Rennen ja angeführt hatte. Aber danach hat Björn ja, wie ihr alle wisst, eine unglaubliche Serie hingelegt und insgesamt 5 Saisonsiege geholt. Allerdings gab es zwischendrin auch mal den ein oder anderen Ausrutscher. Und besonders schmerzlich für die Punktewertung ist es von Björn, dass er das letzte Rennen komplett verpasst hat und da einen Nuller geschrieben hat. Während Tommy mit seiner Konstanz hier richtig Boden gut gemacht hat in den letzten Rennen, war bis auf Imola immer auf dem Podium und das eine oder andere Mal auch nah am Sieg und hat sich mit bemerkenswerter Konstanz in der Meisterschaft wieder peu à peu nach vorne gearbeitet. Und wir haben ja nach dem Rennen noch 2 Möglichkeiten, um Punkte gut zu machen. Wie gesagt, es gibt bei 12 Rennen insgesamt 4 Streichergebnisse. Das heißt, es werden 8 Rennen gewertet. Und Björn hat jetzt hier den Rückstand auf dem Andrew komplett weggemacht. Halbzeit. 11. von 22 Runden. Und greift hier auch sofort an, geht innen rein. Andrew wehrt sich und kann hier noch immer vorn bleiben. Aber ich denke mal, da wird Björn auch eine lange fackeln. Versucht hier so schnell wie es geht irgendwie vorbeizukommen, um vielleicht doch noch einen Weg nach vorne zu finden. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Wir haben jetzt gerade Halbzeit, wie ihr gehört habt. Und die Lücke nach vorne zu Joe Walker ist über 8 Sekunden groß, der ja auch nicht gerade langsam unterwegs ist. Ich glaube, da muss sich der Björn ganz schön strecken, um da noch hinzukommen. Jetzt heißt aber erstmal irgendwie sauber am Andrew vorbeikommen, der hier keineswegs freiwillig Platz macht. Nächster Versuch, Björn hängt hier ganz dicht im Windschatten, hat hier aber irgendwie keine Möglichkeit zum Angriff. Da scheint der Andrew aber auch ein tolles Setup heute gewählt zu haben. Jetzt geht er ein bisschen weit und schon nutzt der Björn hier die geringste Schwäche aus und sticht ihn durch. Tolles Überholmanöver, da hat der Andrew aber auch mitgemacht. Björn jetzt noch 5. Und damit ist Björn jetzt in den Top 5 angekommen. Schauen wir mal, was da heute noch geht. Nach vorn die Lücke hier zu den 2 Jungs, 8 Sekunden. Joe jetzt wieder ganz dicht im Tommys Windschatten, macht hier wieder richtig Druck. Und auch hier vorne die 2 kämpfen hier permanent um die Führungsposition. Shady ist jetzt auch hier im Angriffsmodus. Sucht hier schon die ganze Zeit irgendwie einen Weg vorbei. Bisher kann aber Timothy sich dagegen wehren. Und ich hoffe, Shady verliert hier nicht die Geduld. Wir sind über Halbzeit des Rennens und hier gestaltet sich ein knallhartes Duell um den Sieg. Boah, da vorne. Jetzt wird Shady hier den nächsten Angriff starten. Hat hier im Windschatten genug Geschwindigkeit aufgenommen und geht jetzt hier auch innen rein. Oh, und da kracht. Sind Sie ins Kieste gefahren? Vorsicht. Das gibt's doch überhaupt nicht. Jetzt fährt der Mike dem Shady noch einmal rein. Und beide fliegen hier ab, können aber weiterfahren. Da kommt auch Tommy und Joe. Und Shady fällt jetzt hier bis auf P4 zurück. So wie es aussah, hat der Mike zugemacht. Den Unfall müssen wir uns gleich direkt nochmal anschauen. Wirklich schade, bis dahin so ein schönes und spannendes Rennen. Oh Mann. Shady, oh, das war der Unfall zwischen P1, zwischen Shady und Mike. Da war der Shady quasi sehr optimistisch. Tja, was willst du machen, ne? Hat sich halt reingebremst. Ja, aber da war Mike halt dazu machen. Mike hat es halt zugemacht. Ja. Das ist aber auch irgendwie... Also er hat zugemacht, während er schon neben ihm ist. Das geht halt. Ja. Und wir haben es oben gerade im Bild gesehen, der nächste Dreher vom Shady, da werden die Reifen dreckig sein. Björn jetzt nur noch 1,9 Sekunden dahinter. Wittert hier seine Chance auf dem 4. Platz. Shady ist ja ein direkter Konkurrent in der Meisterschaft. Und durch den Zwischenfall jetzt die Podestplätze hier ganz dicht beisammen. Tommy dadurch natürlich auf den 2. Platz nach vor gerückt. Toll für uns, aber sowas wünscht man ja keinem Fahrer, zumal Shady ja hier auch in der Meisterschaft kämpft und Mike da überhaupt nichts mit zu tun hat und da hier in den Kampf mit eingreift. Das ist echt schade. Ich denke mal, der wird jetzt auch eine kleine Beschädigung am Auto haben, aber kann sich hier noch vor den Jungs halten und hat sogar wieder einen kleinen Vorsprung, während der Shady hier jetzt auch zu kämpfen hat.
Muss allerdings noch 10 Runden durchhalten mit dem beschädigten Auto, was ganz schön schwer werden wird, zumal da hinten auch noch Björn ankommt und das mit riesen Schritten. Hier mal wieder unser Byron im Bild. P9, ein einsames Rennen nach vorn, fast 10 Sekunden und nach hinten 3,5 Sekunden zum Klapper. Während hier das Trio um P6 kämpft, Andrew S. Thomas, Cam Porter und Robert Simpkins fahren hier einträchtig ihr Rennen. Cam macht hier Druck auf den Andrew. Ich denke mal, da würde Andrew jetzt auch ein paar Probleme mit seinen Reifen haben. Aber die Jungs hier kennen sich schon etwas länger und da werden auch keine unfairen Mittel ausgepackt. Es gibt hier schöne Zweikämpfe. Ganz hinten hier im Feld Daniel und die beiden Franciscos wieder einträchtig beisammen. Da hat Francisco Xavier Pozza seinen Rückstand wieder wettgemacht und kämpft hier mit unserem Franz und geht jetzt hier auch innen vorbei, hat hier scheinbar eine höhere Pace. Franz wehrt sich da aber auch eine lange. Vor den beiden Daniel Bonawitz, die Plätze 12 bis 14. Hier vorne an der Spitze scheint sich das Ganze jetzt wieder ein bisschen auseinanderzuziehen. Der Mike scheint sich ein kleines bisschen erholt zu haben, allerdings kann er hier auch nicht groß wegfahren. Der Abstand beträgt 0,7 Sekunden. Und hier auf P4 Shady bekommt jetzt Besuch von Björn, der sich im Windschatten rangekämpft hat und jetzt auch einen Angriff startet. Da hat sich auch noch der Shady verbremst. Ihr seht, die Reifen qualmen. Fairer Sportmann lässt hier den Björn passieren. Damit Björn auf P4 und Shady auf P5 zurückgefallen, nachdem er lange um den Sieg gekämpft hat. Das wird in der Meisterschaft wieder empfindlich zurückwerfen. Björn hat auch schon einiges von dem Abstand nach vorne wettgemacht. Es sind jetzt nur noch 6 Sekunden zu dem Trio hier vorne. Ihr seht, der Mike, der kann jetzt den Jungs nicht mehr davon fahren. Der Abstand, der hält sich so bei 0,6, 0,7 Sekunden. Und Joe Walker folgt hier dem Tommy die ganze Zeit wie ein Schatten und wartet nur auf den Fehler. Nachdem er in den letzten beiden Rennen schon eigentlich unglaublich schnell war und so unglaubliches Pech hatte und jedes Mal unschuldig abgeräumt wurde, freut es uns heute besonders, dass er hier vorne um Podestplätze und vielleicht sogar um den Sieg mitkämpfen kann. Inzwischen direkt hinter dem Führungstrio nur noch 6 Sekunden weg der Björn. Oh, macht hier einen wilden Ausflug durch die Botanik. Ei. Passiert. Hoppel, 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 da kommen die Gegner, mal schauen. Björn kann vorm Andrew wieder rauskommen, da wird aber auch ein Slowdown fällig gewesen sein. Eine ziemlich wilde Rallycross-Einlage von unserem Björn hier, das werden wir uns gleich nochmal in Ruhe anschauen. Ich hoffe, er kann sich hier vorm Andrew und Cam halten. Die Reifen müssten ja jetzt auch dementsprechend dreckig sein. Der Abstand zum Shady wieder fast 5 Sekunden. Die ganze Arbeit zunichte, aber hier ist auch ein kleiner Verbremser vom Andrew, der hier seine Chance gewittert hat, aber keine Brechstange auspacken wollte. Drückt ja von hinten auch noch Cam Porter und Robert Simpkins. Das ist das Tolle hier an der Community. Alle kämpfen hier am Anschlag, aber jeder passt hier auf, dass man hier keine unfairen Mittel auspackt und den anderen sinnlos abräumt. Und jetzt gibt es hier im letzten Drittel des Rennens einen schönen Vierkampf um den letzten Top-5-Platz, wobei der Björn schon wieder die Segel gesetzt hat und einen kleinen Abstand zwischen sich und Andrew bringen konnte. Robert guckt sich das hier in Ruhe an und geht halt kein Risiko ein. Der will heute endlich mal ein Ergebnis nach Hause fahren. Rallycross mit Björn Röhrl Ackermann. Oh, der Björn. Ja, das war mein einer und ich habe nur auf das Relativ geguckt, dass ich vor den 2 anderen Chaoten wieder reinkomme. Ja. Du hast Ich bin relativ knapp reingezogen. Ja, du hattest einen Slowdown, oder? Die waren schon abgesessen, bis ich da unten war. Ehrlich? Ja. Auf dem Grün? Ja. Das wusste ich auch noch nicht, dass man Slowdown im Grün absitzen kann. Wir hatten noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns direkt mal anschauen. Francisco Javier. Oi. Ambitioniert war das. Ja, Die ist aber auch gemein. auf jeden Fall. Ja, ist Gott sei Dank aber nichts weiter passiert hier. Weil siehst ja schon, der ganze Asphalt glänzt wie Speck und genauso fährt sich so. Speckbelag. Das ist garantiert 2 Kurven weiter, Ja. wo die Reifen, wenn sie denn so Am Kochen plus dreckig. Und wir sehen es hier, während wir mit Kameras abseits waren, ist hier plötzlich Shady Ahmad auf den 8. Platz zurückgefallen und hatte da einen Zwischenfall, den wir uns doch jetzt direkt mal anschauen. Shady Ahmad hier. Hier ist wahrscheinlich der zweite. Oh. Ach nein. Shady Aber nochmal. Glück gehabt. Ganz Glück leicht gehabt. angeklotzt. Ja, da ist schon weiter. 3, 4 Plätze verloren an Shady durch diesen Dreher. Sehr ärgerlich.
Jetzt kommt hier gegen Ende des Rennens nochmal so richtig Bewegung ins Feld. Tommy hier auf dem soliden zweiten Platz. Ein mega geiles Rennen heute wieder. Was der für stahlharte Nerven inzwischen hat, einfach nur Sahne. Aber auch Björn aus seinem beschissenen Platz bisher das Beste gemacht. Kleinen Ausritt, naja, auf dem Weg nach vorne kann das schon mal passieren. Hier aber inzwischen auf mehr als soliden vierten Platz, der wieder richtig viele Punkte gibt. Bayern heute auch ein einsames, aber sehr, sehr solides Rennen ohne Zwischenfälle. Mit Sicherheitsabstand Kurt Klapper und Gregory Wutz, da hat sich seit Start des Rennens nicht viel verändert. Und auch Daniel Bonawitz heute ein relativ problemfreies Rennen auf P12. Auf P13 dann auch unauffällig unser Francisco. Und andere Francisco wieder 10 Sekunden hinter den Jungs zurückgefallen nach diversen Ausritten. Vorne ist Joe Walker jetzt wieder richtig dicht. Ich habe hier Pelle gerückt. Der kann sich hier keine Sekunde Ruhe gönnen, während Mike wieder so leicht Vorsprung rausfahren kann. Ein wirklich starkes Rennen vom Tom und vom Joe heute. Wir befinden uns in der 18. von 22 Runden und das Duell um Platz 2 spitzt sich hier immer mehr zu. Das Rennen ist an Dramatik heute kaum zu verbieten. Wirklich toll für unsere Zuschauer, aber nicht ganz so toll für meine Nerven. Wenn wir das heute so ins Ziel bringen, das wäre doch mal wieder ein Traumergebnis. Gewinnen kann wir leider nicht immer. Trotzdem wäre das wieder hier mit einem Podiumsplatz und P4 ein mehr als solides Ergebnis. Scheiße, kann die nicht rein. Mach uns hier keine Angst mit Getriebeproblemen, Tommy. Da kommen schlechte Erinnerungen hoch. Dreck. Joe jetzt ganz dicht dran, hängt hier im Windschatten vom Tommy, kommt aber hier irgendwie nicht vorbei. Entweder haben sie das gleiche Setup oder Tommy sein Setup ist ein Stück besser. Auf jeden Fall hatte Joe hier irgendwie in keiner Kurve und auf keiner Geraden einen Vorteil, hat aber auch nirgendwo einen ersichtlichen Nachteil. Ein mehr als ausgeglichenes Duell, während wir gerade im Hintergrund gesehen haben. Cam Porter im Angriffsmodus. Andrew kann sich hier noch vorm Camp behaupten und den letzten Top-5-Platz verteidigen. Robert muss jetzt leicht ein bisschen abreißen lassen. Der, denke ich mal, wird heute mit P7 zufrieden sein, wenn er das ins Ziel bringt. Wir sind hier auf der Zielgeraden des Rennens. Ungefähr noch 3,5 Runden sind zu gehen. Und an jeder Ecke gibt es hier noch 2 Kämpfe. Am interessantesten natürlich hier vorne der Kampf um P2 zwischen Tommy und Joe, der sich jetzt schon das ganze Rennen über erstreckt. Eine Traumsaison für unser Team bisher. Wenn mir das einer vor der Saison gesagt hätte, dass wir mit beiden Jungs kurz vor Ende der Saison ganz dick im Titelkampf drinstecken und fast jedes Rennen hätten gewinnen können. Bisher 5 Saisonsiege geholt haben und x Podestplätze dazu. Dem hätte ich einen Vogel gezeigt. Einfach nur traumhaft. Heute sind wir ja wieder auf dem Weg zum absoluten Top-Ergebnis und 2 Rennen stehen ja noch aus. Und Cam Porter setzt jetzt hier an, um endgültig an Andrew S. Thomas vorbeizugehen. Schnappt sich hier den letzten Top-5-Platz und Andrew muss sich da hinten anstellen. Muss sich fürs erste Mal geschlagen geben. Oh, und da der nächste Ausritt, da ist der Andrew aber böse durch die Botanik geflogen. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Da kommt auch der Robert und geht innen durch. Andrew gleich 2 Plätze verloren. Oh, nein. Ui. Andrew. Ich sag der hat das Auto überfahren, aber... Deswegen ist Robert an ihm vorbeigekommen, weil Robert hatte definitiv nicht die Pace, um an ihm vorbeizukommen. Ja, der ist immer wieder hat er den zurück überholt. Wir sehen es oben im Bild. Andrew holt sich jetzt P6 zurück. Da muss sich Robert nochmal hinten anstellen. Hier vorne die Jungs jetzt in ihrer 20. Runde. Alles wie gehabt. Mike Christopher Junior vor Thomas Silbernagel und Joe Walker. Auf P4 dann fast 14 Sekunden weg von dem Trio hier vorne, der Björn. Wir haben ihn hier mal im Bild. Inzwischen reichlich Luft nach hinten. Cam Porter haben wir ihn hier gerade im Blick gehabt. P5 und da Andrew, der nächste Rutscher und wieder ist Robert Simpkins durch. Hier haben wir dann auf P8 Shady Ahmad am Anfang um den Sieg mitgekämpft. Dann haben wir hier auf P9 Byron Long heute ein solides, aber sehr, sehr einsames Rennen. P10 Kurt Klapper nach vorne und hinten jeweils über 6 Sekunden. Dann auf P11 haben wir hier Gregory Wutz. Auf P12 dann Francisco, der inzwischen den Daniel Bonawitz überholt hat, den wir hier im Bild haben. Wird der Daniel wo auch einen kleinen Ausritt gehabt haben. Und hinten am Daniel dran dann als letzter der Francisco Pozza. Tommy hat jetzt wieder ein kleines bisschen Luft nach hinten zum Joe, aber auch nach vorne zum Mike ist der Zug wahrscheinlich abgefahren. 1 Sekunde Abstand. Jetzt gilt es einfach nur P2 irgendwie nach Hause zu bringen. Oh, hier wilde Rutscher um die Kurven, muss der Tommy aufpassen, dass seine Reifen nicht überansprucht.
Es sind nur noch 1,5 Runden ungefähr zu gehen. Joe lässt hier aber auch absolut nicht locker. Ein ganz, ganz starkes Rennen von den Jungs hier vorne. Schade, dass Shady da unverschuldet aus dem Rennen genommen wurde. Und Tommy wird mit dem Ergebnis einen weiteren Schritt in Richtung Podestplatzierung in der Meisterschaft machen. Aber auch Björn wird jetzt wieder Boden auf dem Shady Amat gut machen. Tommy jetzt einen kleinen Vorsprung. Oh nein, oh nein, oh nein. Vorsicht. Eine Runde von Glück, kommt die zweite Platte raus. Zum Glück ist der Abstand nach hinten gewaltig, aber das... Schade. Das kostet jetzt den zweiten Platz. Von dem falschen Gang. Zu früh runtergeschaltet. Joe jetzt 3,5 Sekunden weg, aber es winkt ja immer noch im Podestplatz. Die letzten paar Meter die Nerven zusammennehmen. Und hier nochmal Tommys Dreher. Sehr ärgerlich, ja, da hatte irgendwie beim Schalten, da hat er angefangen mit der Rutscherei. Ja. Und wäre die reingefahren, das wäre natürlich der Super-GAU gewesen. Ja, auf jeden Fall, das wäre jetzt. Und Mike Christopher Jr. hat jetzt hier die letzte Runde eröffnet. Jetzt sind die Positionen hier vorne gefestigt. 4,5 Sekunden hinterm Mike, der Joe Walker, dann kommt unser Tommy, dann noch einmal 8,5 Sekunden dahinter Björn Ackermann. Solides Rennen bis auf den kleinen Ausritt und die verkorkste Quali. Hier hinten haben wir dann Cam Porter auf P5, auf P6 dann wieder Andrew S. Thomas, der jetzt den Robert wieder überholt hat. Damit liegt Robert wieder auf P7. Auf P8 dann Shady Amat, den wir hier im Bild haben. Hat lange um den Sieg mitgekämpft, musste dann leider die Segel streichen und versucht hier irgendwie noch ins Ziel zu kommen. P9 dann Byron Logan auf dem letzten Top-10-Platz haben wir Kurt Klapper, während Mike Jr. jetzt hier auf den letzten paar Metern ist. Bis auf die Aktion mit dem Shady ein blitzsauberes Rennen. Pole Position, schnellste Rennrunde geht im Rennen hier an Shady Amat, aber schon in Runde 11 gefahren. Ich denke mal, danach war bei beiden auch das Fahrzeug kaputt. Hat sich davor und auch danach absolut schadlos gehalten und konnte sogar mit krummem Auto den Sieg hier ins Ziel fahren. Vor Joe Walker und vor Tommy. Hier tobt immer noch der Kampf zwischen Andrew und Robert um P6. Und auch Shady hat sich da hinten wieder rangekämpft, aber dem geht jetzt hier die Zeit aus. Für Mike jetzt hier die letzten paar Kurven Richtung Ziel. Joe dahinter lässt jetzt auch ruhig angehen, hat sich mit P2 zufrieden gegeben. 3 Sekunden dahinter und dann Tommy. Und Mike jetzt hier auf der Zielgeraden, die letzten paar Meter. Einen ganz herzlichen Glückwunsch. Saubere Leistung. Top. Herzlichen Glückwunsch. Aber auch einen ganz herzlichen Glückwunsch geht an Joe Walker für P2. Nachdem die letzten 2 Rennen richtig scheiße gelaufen sind, heute ein blitzsauberes Rennen und als Belohnung 2. Platz. Ein super Ergebnis. Congratulations, Björn. Und unser Björn auf dem 4. Platz, da hat er das Beste aus der beschissenen Startposition gemacht. Das nenne ich mal Schadensbegrenzung. Die Punkte mitgenommen. Ja, Mist, ey. Einen kleinen Fehler gemacht. Ein kleiner Fehler, nichtsdestotrotz wieder eine Podiumsplatzierung. Da können wir einfach nur zufrieden sein als Teamchef. Chapeau. Ganz, ganz lieben Dank, Jungs. Björn! Ja, hier. Was denn? Quali verkackt? Quali komplett verkackt. Man, I thought I gifted that one Und to you there. den Startunfall irgendwie überlebt. You did good there, Byron. Good job. Er wartet ja nicht, ne? Er wartet nicht. I didn't have correct taste. Du warst ja auch nicht aufregend, ich sag, warte auf nur. Yeah, it was a misshift on the double hander, right? But it was a very nice race. Until then. I've been having bad luck all week and then figured out what it was. Jack gearing doesn't work well with an H-Pack. Der Platz ist super. Ja, willst du mehr? Ja. Erster, zweiter wäre schöner gewesen, aber... Man kann die immer gewinnen. Aber trotzdem super. Der Shady hat den Pech gehabt. Wir gucken uns nachher mal in Ruhe die Unfälle an. Bringt erstmal die Kisten nach Hause. Das war, vom Björn war super. Der hat ja auch mal den Ausritt durch die Botanik. Hast du dich da verbremst, Björn? Anscheinend. Da ist das Auto auf einmal nach links abgebogen. Und plötzlich war dann auf einmal der Shady weg.
Und ihr habt gerade in der Meisterschaftstabelle gesehen, das Feld hat sich hier 2 Rennen vor Schluss nochmal ganz, ganz eng zusammengeschoben. Guck mal da, der Andrew S. Thomas schreibt, Great Pace Björn. Thumbs up. This video. Ja, das war wirklich gut, ey. Also, ich habe zum Schluss auf dich gewartet. Ich habe gedacht, wir fahren zu zweit über die Startziele, aber dann dachte ich so, ah nee, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann überholt er mich noch. Hätte ich gemacht, gnadenlos. Ja, das weiß ich doch. Würde ich mal sagen, solide Leistung heute. Super. So kann es weitergehen. Boah, ich müffel. Ich denke, Tommy, du hast ja von Anfang bis Ende mit Joe Walker gekämpft. Der war ja die ganze Zeit dran, aber die ganze Zeit. Und der hat Also nur drauf gewartet. Was da mit Shady passiert? Ich habe nur auf einmal gesehen, dass er weg war. Ja, da gucken wir uns nachher gleich mal an. Wir verabschieden uns jetzt erstmal von unseren Zuschauern. Danke, dass ihr alle dabei wart. Und dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Gut. Ja, liebe Zuschauer, das war doch mal ein spannendes Rennen und ein solides Ergebnis. Wieder ein Podiumsplatz für Tommy. Björn diesmal auf P4. Beide noch ganz dick in der Meisterschaft dabei. Sehen wir mal, was noch so geht in den nächsten Rennen. Bis dahin wünsche ich euch allen alles Gute. Kommt gut durch die Adventszeit und macht's gut. Ciao. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.